Was Juri da abgezogen hat, das geht gar nicht. Ein Fehler, ihm zu vertrauen, mache ich nicht nochmal. Hier. Rebecca, nur damit das klar ist, ich erwarte von deinem Finalkleid alles. Anja müsste eigentlich längst hier sein. Die kann mich mal. Was hat das jetzt zu bedeuten? Ganz einfach. Juri macht das Finalkleid. Was? Wo ist Ansgar? Weg. Nachdem er beschlossen hat, dass Juri das Finalkleid machen wird. Danke für deine Hilfe. Wenn du den Fuß weiter belastest, wirst du bald überhaupt nicht mehr laufen. Willst du laufen oder nicht? Ja, ich will. Ich wusste, dass es die Quälerei lohnen würde. Und jetzt bin ich endlich da, wo ich hingehöre, auf die Laufstege dieser Welt. Und ich dachte, das... Ja, du, ist alles... Jessica! Jessica, kannst du mich hören? Hallo? Wie viele Finger sind das? Ist das Nico-Test für Blondinen? Gott sei Dank. Oh Gott, bin ich die ganze Treppe runtergeknallt. Ja, Mann, du hast mir einen riesen Schrecken eingejagt. Für einen Moment habe ich sogar gedacht, du wärst... Ey, so leicht kriegt man mich doch nicht kaputt. Nämlich auch Jessica Stiel. Stiel wie Stahl auf Englisch. Bleibst du bitte liegen, bis der Krankenwagen da ist. Wirklich, du könntest hier was gebrochen haben oder du könntest eine Gehirnerschütterung haben. Spinnst du Krankenwagen? Vielleicht wollten die mich noch da behalten. Ich muss doch auf der Modenschau morgen Du laufen. legst Und da dich muss ich... jetzt sofort wieder hin, bis dich ein Arzt untersucht hat. Gilt hier mein Kommando, alles klar? Okay. Du brauchst jetzt erstmal ordentlich Vitamine. Lecker. Was? Ja, wo ist der Kaffee, den du mir hoffentlich von draußen mitgebracht hast? Hey, zu viel Koffein ist ungesund und macht auf Dauer nur müde. Nee, also bitte tu mir das jetzt nicht an. Auf der anderen Seite, heute ist ein schlechter Tag, um mit dem Entzug zu beginnen. Ach, Gott sei Dank. Ich bin nämlich nicht aufgelegt für solche Scherze. Aber du hast das Kleid fürs Finale fertig, oder? Ja, schon lange. Für die neue Näherin ist es quasi die Feuertaufe. Die wird sich auch wundern, wo sie hier gelandet ist. Ja, los, zeig schon her. Nicole bügelt es gerade noch auf. Ich hoffe nur, dass es Tanja gefällt. Naja, bis zur Show schaffe ich eh kein Neues. Ich meine, sie hatte wirklich lange genug Zeit, meinen Entwurf abzunehmen. Aber sie hat mich immer wieder vertröstet. Weil sie dir vertraut. Du hast es drauf. Ich weiß es und sie weiß es eben. Nur du offenbar nicht. Naja, du weißt doch, wie das ist. Ein gewisser Restzweifel bleibt vor jeder Premiere. Du, ich weiß, dass du eigentlich gar keinen Kopf dafür hast. Aber wenn du vielleicht ein bisschen mehr Luft hast... Katie ist eine Freundin von mir und die macht gerade ihre Abschlussprüfung in Modedesign. Und naja, sie wird sich irre freuen, wenn du ihr ein Feedback zu ihrer Mappe geben könntest. Ja, klar, kein Problem. Danke. Hey, Marlene. Hey. Ich soll dir von Tanja ausrichten, dass sie jetzt das Kleid für das Finale sehen möchte. Sexy Baby. Noch mehr Geschirr. Sind denn die guten alten Zeiten hin, wo Junggesellen nur einen Teller und eine Tasse hatten? Hey. Soll ich das hier schon mal in den Küchenschrank räumen? Nein, Rilla, ich muss das erst mal durchsehen. Ich muss ja jetzt bei mir ausmisten. Okay, dann packe ich erst mal irgendwas anderes aus, ja? Nein, dann wird das Chaos ja noch größer. Komm, lass. Aber das soll doch wenigstens ins Schlafzimmer, richtig? Nehme ich an. Gut, dann dübel ich das schnell an. Ah, lass mal Bella. Da kümmere ich mich drum. Glaubst du etwa, ich kann kein Loch in die Wand bohren? Doch, ich muss nur noch überlegen, wo genau ich das Ding anbringen will. Okay. Was ist denn das? Onkel Willis Beistelltischchen. Das Ding schleppe ich schon mit mir rum, seit ich bei meinen Eltern ausgezogen bin. Na, dann wird ja dein Onkel Willi nichts dagegen haben, wenn es erst mal im Keller landet, oder? Bella, komm her. Komm, du bist doch vom Fach. Jetzt mal ernsthaft. Das ist doch echte deutsche Wertarbeit, oder? Massiv, gut verarbeitet. Und völlig geschmacklos. Bella, bitte. Seid ihr sicher, dass ihr beiden zusammenziehen wollt? Ja, seine exquisite Sammlung an Küchenmessern hat mich überzeugt. Die Muskatreibe nicht zu vergessen. Die vor allem. Warte mal ab, bis du mit Tristan zusammenziehst. Ich glaube, das kann noch eine Weile dauern. Weißt du eigentlich, was du für ein Glück gehabt hast? Dann ist alles gut? Oh,
dann kann ich ja endlich gehen. Also, dass dein Steißbein geprellt ist, das muss ich dir nicht sagen. Das merkst du mit Sicherheit selber, oder? Und deinen kleinen Zeh habe ich mir auch noch mal angesehen. Ich weiß, dass der kleine Mistkerl gebrochen ist. Deswegen habe ich ja auch extra das Tape dran gelassen. Aber nicht den Fuß geschont. Doch. Ein bisschen. Aber egal, was du jetzt sagst, ich kenne meinen Körper am besten. Und deswegen habe ich auch entschieden, dass ich mit einem angeknacksten Zeh sehr gut auf den Laufsteg kann. Ach ja, du kennst deinen Körper. Ja. Und deswegen bist du vor Hunger umgekippt. Wenn du falsch gefallen wärst, hättest du dir das Genick brechen können. Habe ich aber nicht. Deswegen werde ich mir doch jetzt nicht von so einer Kleinigkeit hier meine ganz große Chance versauen. Aus medizinischer Sicht bleibt mir leider keine andere Möglichkeit, als dich krank zu schreiben. Dazu bin ich als dein Arzt verpflichtet. Das kannst du nicht bringen. Doch. Ricky, ich werde diesen Zettel auf gar keinen Fall in der Firma abgeben. Das kannst du vergessen. Jessie, wenn du auf dem Laufsteg hinfällst und dir etwas passiert, hast du ein riesengroßes Versicherungsproblem. Du bist Mutter. Du bist nicht nur für dich alleine verantwortlich. Also sei bitte einmal vernünftig. Für dich sollten jetzt nur 2 Dinge zählen. Absolute Ruhe und Kühlung. Sonst zieht sich die Heilung nämlich nicht über Wochen, sondern über Monate. Und, was sagst du? Wo ist das richtige Kleid? Guter Witz. Dieses Kleid ist ein Witz. Das hat nicht mal genug Glamour für eine Sitzparty im Seniorenheim. Ist das dein Finalkleid? Der krönende Abschluss für die wichtigste Fashion-Show seit Firmengründung? Also ich finde, es ist genau der richtige Schlussakkord. Nämlich, dass LCL trotz aller Investitionen, vor allem für unser Hauptklientel, eine wiedererkennbare Verlässlichkeit bietet. Ach, und wegen des Wiedererkennungswertes. Hast du einfach mal deine letzte Kollektion kopiert? Rebecca, wir karren hier alles an, was in der Modebranche Rang und Namen hat. 3 Wochen vor dem Beginn der offiziellen Fashion Week, um der Konkurrenz den Rang abzulaufen. Und das hier ist alles, was dir einfällt? Das grenzt an Arbeitsverweigerung. Dann hättest du dir vielleicht doch mal die Zeit nehmen sollen und meinen Entwurf vorher ansehen. Aber du hast mich ja immer wieder vertröstet. Ich dachte, ich hätte eine Chefdesignerin, die etwas zustande bringt, ohne dass ich jeden Schritt kontrollieren muss. Juri überholt uns. Hast du eine Ahnung, in was für eine Lage du mich bringst? Ich will ein neues Kleid. Die Modenschau, die ist in 2 Tagen. Das schaffe ich nicht. In 3 Stunden habe ich deinen Entwurf auf diesem Schreibtisch. Ansonsten kannst du dir einen neuen Job suchen. Hast du mich verstanden? Nimm dein Kleid mit! Dafür ist eine andere zuständig. Taking over this town, they should worry. But these problems aside, I think I'll tell you well. Sag mal, hast du eigentlich eine Muskatreibe? Sollte ich? Macht Männer angeblich unwiderstehlich. Sagt meine Mutter zumindest. Das hört sich so an, als ob Helmke gerade mit seinem kompletten Hausrat bei euch einzieht. Also schlimm ist das gar nicht. Aber ich war trotzdem froh, ganz schnell da wegzukommen. Natürlich nur deswegen, oder? Klar, weshalb denn sonst? Okay, gut. Das sollte ich unbedingt meinem Therapeuten erzählen. Er dachte nämlich immer, dass du mir gut tust. Hast du nicht wirklich heute einen Termin? Ja, hab ich. Und nachher muss ich mich noch mit meinem Steuerberater am No Limits treffen.
Ich könnte auch ein paar Sachen verschieben. Nein, ist schon okay. Ist doch mein Problem, wenn ich dich hier so überfalle. Okay, also ich beeil mich und du wartest hier auf mich. Hier? Hier. Genau hier. Na, da komme ich ja gerade noch mal rechtzeitig. Wo ist Maxi? Ist mit Olli spazieren, er hat heute seinen freien Vormittag. Du kannst dich also in Ruhe auskurieren. Bleibt mir jetzt auch nichts anderes übrig, jetzt wo Ricardo mich krank geschrieben hat. Ja. Er hat mich quasi dazu gezwungen. Kannst du dir das vorstellen? Natürlich. Was soll er denn sonst machen? Weißt du, manchmal, da fühle ich mich so, als wäre ich in der Metzgerei. Und die Verkäuferin, die übergeht mich ständig, weil ich auf der Stirn einen Zettelbappen habe, auf dem draufsteht, keine Wurst. Was ich meine, ist, dass ich immer Pech habe. Warum musste ich von dieser verdammten Treppe runterfallen, ne? Hinsetzen. Du hast wochenlang gehungert, um deine Modelmasse zurückzubekommen. Und dann warst du so unterzuckert, dass du aus den Latschen gekippt bist. Wir haben dir alle gesagt, dass du es mit deinem Sport und deinen Hungerwahn übertreibst, aber du wolltest nicht auf uns hören. Das war kein Pech und das war kein Unglück. Es war einfach die Quittung für dein Verhalten. Mann, scheiße, ich weiß, wie das ist. Ich bin selbst mal ein Derby mit Bänderriss geritten, weil ich unbedingt dabei sein wollte. Aber dann müsstest du mich doch eigentlich verstehen. Das tue ich auch. Aber das heißt nicht, dass dein Verhalten gut war. Wenn du schon nicht für dich Verantwortung übernimmst, dann wenigstens für Max. Braucht seine Mama heil und gesund. Mann, Tanja, die hat sie doch nicht mehr alle. Weißt du, wochenlang kümmert sie sich einen Scheiß um dieses Kleid. Und jetzt 2 Tage, ja, vor der Show, da lässt sie auf einmal alles platzen. Wie soll ich mir jetzt nur ein Kleid aus den Fingern saugen? Du machst das Gleiche wie jeden Tag. Du grübelst rum, setzt dich hin und dann schaffst du etwas, das einem einfach die Sprache verschlägt. Weil es einzigartig ist. Ja, früher konnte ich das vielleicht, aber jetzt fehlt mir ja das gewisse Etwas, wie du gerade gehört hast. Rebecca, hör auf. Du darfst diesem einen Misserfolg doch nicht so viel Bedeutung beimessen. Weißt du, was das Schlimmste ist? Seit Juri aufgetaucht ist, habe ich Angst vor diesem Moment, dass jemand meine Entwürfe sieht und sie nicht mehr gut genug sind. Bisher hat das doch aber nur Tanja gesagt. Ja, aber sie hat recht. Mann, das Kleid müsste das Beste sein, was ich jemals kreiert habe. Das ist es aber nicht. Weißt du, und Juri, dem fliegt einfach alles zu. Der Typ, der macht ständig Pausen, ist total tiefenentspannt, weißt du? Und dann kommt er hier einfach mal kurz rein und zeichnet einen neuen Entwurf aufs Papier. Rebecca, vergiss doch bitte mal Juri. Ja, aber seit er da ist, weiß ich erst, wie schlecht ich bin. Das stimmt überhaupt nicht. Du bist verunsichert und demotiviert, ja. Kritik einzustecken ist schwer. Aber versuch, das Positive mitzunehmen. Den wahren Kern und damit machst du weiter. Seit Juri hier der junge Wilde ist, musst du viel mehr auf das klassische Elegante setzen. Ich meine, du musstest dich komplett neu erfinden. Gib dir ein bisschen Zeit dafür. Ja, ich habe noch genau 3 Stunden. Und du wirst es schaffen. Das weiß ich. Du darfst jetzt nur bitte nicht die Nerven verlieren, okay? Okay. Gibt's irgendetwas, was ich für dich tun kann? Mir Glück wünschen. Mach ich. Aber du hast Talent. Das ist viel wichtiger. Bitte vergiss das nicht. Ja? Hey. Danke. Verdammte Scheiße. So beschwingt? Ich bin spät dran. Ja. Übrigens, wundere dich nicht, falls dir Bella heute über den Weg laufen sollte. Charlies Verlobter zieht heute ein und da wollte sie nicht länger im Weg stehen. Ah ja. Oh, das ging aber schnell. Naja, wenn's passt, dann passt. Warum warten? Ja, das stimmt. Ja, na ja, dann wollen wir mal dafür sorgen, dass Bella sich hier auf Königsbrunn wohlfühlt, oder? Ich hätte gehofft, dass du das sagst. Bis später. Ja.
Ach, Justus. Wir brauchen ab heute Mittag ein gedeckten Mehrbetttisch. Und sagen Sie bitte auch Frau Linse Bescheid. Selbstverständlich, Gräfin, gern. Haben Sie eine spezielle Vorstellung, welche der Gästesuite nicht herrichten lassen soll? Oh nein. Justus, das wird gar nicht nötig sein. Frau Jakob wird bei Tristan wohnen. Oh. Vertrauen. Du bist gut, Rebecca. Aber du willst zu viel. Hör zu. Ich muss in 2,5 Stunden einen Entwurf abliefern, der alles, was ich bisher gemacht habe, in den Schatten stellt. Ja, ich will alles auf einmal und nein, ich möchte nicht drüber reden, okay? Vertrau dir. Sag mal, was willst du eigentlich von mir? Dir helfen? Wir sind ein Team. Ich will, dass die Show gut wird. Dann lass mich hier weiterarbeiten. Der Erfolg der Show hängt von diesem Entwurf ab. Rebecca, lass los. Wir haben noch kein Finalkleid. Soll ich es dir buchstabieren? Entspann dich. Wir haben eins. Wenn das hier nichts wird, dann nehmen wir meins. Reinspaziert. Oh, warte. Morgen wird ja wohl nicht die letzte Gelegenheit gewesen sein. Es wird noch 1000 Modenschauen bei LCL geben und ganz bestimmt mit dir als Model. Sagst du so einfach. Jeden Monat, wenn ich pausiere, drängen sich 10 neue Models rein, während ich mich von Tanja als Assistentin umschubsen lassen kann. Setz dich da drauf. Jetzt übertreib mal nicht, weil eigentlich magst du deinen Job doch ganz gerne. Ja, aber das ist doch nichts im Vergleich zum Modeln. Außerdem wollte ich das doch auch für Maxi. Du weißt, du sollst deine beste Freundin nicht verarschen. Willst du auch was zu trinken? Dana, ich meine das ernst. Als ich klein war, da habe ich mir immer nur gedacht, ich will hier endlich raus. Auf gar keinen Fall so werden wie meine Mama. Mit so einem wütenden Ehemann an der Backe und selbst nichts auf die Reihe kriegen. Ich will, dass Maxi stolz auf seine Mama sein kann. Dass er zu ihr aufschaut. Und nicht nur, weil ich auf dem Laufsteg höher bin als er, sondern weil ich mega schicke Kleider trage, die sich kaum ein Schwein leisten kann und auf den Covern von Modemagazinen bin. Und ich will, dass seine Kumpels Stielaugen kriegen und er dann sagen kann, ey, Leute, das ist meine Mama. Mit meinem Aussehen konnte ich bis jetzt wenigstens punkten. Ich weiß, dass ich jetzt als Assistentin nicht gerade die hellste Torte auf der Kerze bin. Na, es ist Unsinn. Du hast was drauf. Ach, echt? Ja. Du bist unheimlich kreativ, wenn es darum geht, Lösungen zu finden. Und du kannst hartnäckig sein wie ein Terrier, wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast. Und du bist die persönliche Assistentin der Geschäftsführung. Also wenn Maximilian das irgendwann mitkriegt, dann wird er mächtig stolz auf seine Mama sein. Du hast mich gerufen? Ja, es gab doch dieses Kleid, schulterfrei, Seide in diesem Königsblau. Ist schon eine Weile her. Mhm. Für was brauchst du das? Frag nicht, mitsuchen. Hast du schon gehört, dass Jessica übermorgen nicht mitlaufen kann? Was? Ja, sie ist mit Karacho die Treppe runtergeflogen. Es muss wohl voll der Stunt gewesen sein. Ach, und das findest du lustig? Nee, natürlich nicht, aber ganz ehrlich, das ist typisch für sie. Ja, es ist ja jetzt auch nicht so viel passiert. Den gebrochenen Zeh hatte sie schon vorher. Kim,
Das erzählst du mir so seelenruhig. Du bist meine Assistentin. Dein Job ist es, dich sofort ans Telefon zu setzen und für Ersatz zu sorgen. Ich wusste ja nicht, was für einen Typ du statt ihr haben willst. Ähnlicher Typ, gleiche Maße. Los, schnapp dir den Z-Card-Ordner von Jessicas Schreibtisch und in einer Stunde möchte ich 5 Vorschläge. Hey, großer Fehler, wenn du mich fragst. Warum? Also, wenn du unser Möchtegern-Prinzesschen jetzt immer von vorne bis hinten bedienst, dann bist du bald Zimmerservice auf Lebenszeit. Wir wissen beide, dass sie sich den Unfall selbst zuzuschreiben hatte. Du könntest wenigstens so tun, als hättest du ein bisschen Verständnis für sie. Also gut, ich halte mich zurück. Versprich du mir nur, dass sie dir nicht zu sehr auf der Nase rumtanzen wird. Jessica! Sie ist weg. Weißt du, wie es Jessica geht? Nee, aber ganz ehrlich, das ist mir auch vollkommen egal. Nur weil sie zu blöd ist, eine Treppe runterzulaufen, muss ich jetzt hier Ersatz besorgen und habe eine Menge Ärger an der Backe kleben. Oh, Rebecca ist auch noch viel ätzender drauf als Tanja. Kein Wunder, so wie die Chefin sie gerade angemacht hat, wird das Finalkleid in der Luft zerrissen. Die Hexe hat sie richtig rund gemacht. Rebecca war total am Ende. Ach du Scheiße. Stimmt's also? Tanja hat deinen Entwurf fürs Finale abgelehnt? Ja, sie fand den völlig daneben. Sie will, dass ich einen neuen mache, aber ich schaffe das nicht. Es tut mir leid, aber ich muss weitermachen. Bist du dir da sicher? Verstehst du, wenn ich das jetzt nicht packe, dann ist Juri am Zug. Der hat schon was in der Hinterhand. Das hat er mir selbst gesagt. Wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich einfach weg vom Fenster. Meine Karriere hängt an diesem Entwurf. Ich mache jetzt einfach weiter und versuche, das alles auszublenden. Hallo. Hallo. Wir haben uns, glaube ich, noch gar nicht richtig vorgestellt, oder? Ich bin Bella Jakob. Linse. Marie Linse. Das riecht aber lecker. Ist das Hühnerfrikassee? Ja. Oh, das esse ich super gern. Servieren Sie sowas auch oben? Den Herrschaften nein. Das ist fürs Personal. Aber wenn Sie wollen, hebe ich Ihnen gerne was auf. Das wäre super. Frau Jakob? Darf ich Ihnen vielleicht einen Kamillentee nach oben bringen lassen? Oder vielleicht eine heiße Hühnerbrühe? Nein, danke. Wie kommen Sie darauf? Oh, bitte um Entschuldigung. Ein Irrtum meinerseits. Er denkt, Sie sind krank. Ach so. Nein, ich habe es mir nur ein bisschen gemütlich gemacht. Ich habe heute meinen freien Tag und Tristan hat gesagt, ich könnte mich hier wie zu Hause fühlen. Ja, natürlich, natürlich. Wo wir schon mal bei dem Thema sind, gibt es irgendetwas, was wir beachten sollten? Beachten? Na ja, haben Sie beispielsweise eine Lebensmittelunverträglichkeit oder sind Sie allergisch gegen Weichspüler dergleichen? Gott sei Dank nicht. Aber vielen Dank, dass Sie fragen. Ja, ich betrachte es sozusagen als meine heiligste Pflicht, dass sich alle unter diesem Dach so wohl wie möglich fühlen. Ja, ich wollte fragen, ob es noch Nachschub gibt. Sehr wohl. Wow.
Ja? Wieso hat das so lange gedauert? Weil ich gerade andere Probleme habe? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ich bin in meinem Büro und du nicht. Warum nicht? Ich brauche Zeit. Das ist nicht so einfach. Wenn es einfach wäre, Rebecca, dann wärst du entschieden überbezahlt. Ich bin dran, das ist ein kreativer Prozess. So. Und du machst jetzt mal eine Pause. Na, sieh mal einer an. Tristans kleine Tischlerin. Haben Sie nichts zu tun, oder was? Nein. Aber Sie haben ein sehr nettes Spielzimmer hier. Ja, das ist richtig. Trotz allem würde ich Sie bitten, Ihre fettigen Finger von dem Kö zu lassen. Mag sein, dass es in den Kaschemmen, in denen Sie sich sonst so rumtreiben, keine Rolle spielt. Aber sehen Sie, das ist eine Spezialanfertigung aus London. Das sieht man nicht oft, nicht wahr? Griff aus Ahornholz, Einlagen aus Ebenholz und Kokobolo und das Ganze handverleimt. Erstklassige Arbeit. Hm. Sie verstehen was vom Handwerk. Spielen können Sie auch. Lust auf eine Partie? Wissen Sie, ich spiele nicht mit jedem. In den Kaschemmen, in denen ich mich so rumtreibe, da heißt es auch, je teurer das Spielzeug, desto mieser der Spieler. Mhm. Warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Das frage ich mich auch gerade. Ich fühle mich wie befreit. Geht nichts über die richtige Portion Adrenalin, was? Danke, großer Bruder. Ja. Ich dachte, du hättest endlich was kapiert, aber statt dich zu schonen, schleichst du dich einfach so aus der Wohnung. Maxi schläft. Ist gut. Mann, Jessica, du darfst überhaupt nicht hier sein. Das bitte später ausdiskutieren. Nein, du kommst jetzt schön mit nach Hause und ruhst dich aus. Mann, Jessica, wann kapierst du das endlich? Du darfst diese bescheuerte Show nicht laufen. Sag mal, für wie blond hältst du mich eigentlich? Das weiß ich doch. Ja, was machst du denn hier? Ich suche ein Ersatzmodel für die Modenschau. Das Kleid, das muss doch perfekt passen und wer kennt meine Maße besser als ich? Dana, auch wenn ich selber nicht mitlaufen kann, will ich, dass das die erfolgreichste, coolste und allerbeste Modenschau aller Zeiten wird. Okay. Darf ich jetzt bitte weitermachen? Tut mir leid. Ich habe nichts anderes gefunden. Ach, wieso? Ist in Ordnung. Ja, ich weiß, dass dich Hotdogs an Tanja und an deinen Antrag erinnern. Vielleicht wird es ja Zeit, dass ich damit was ganz Neues verbinde. Zum Beispiel einen Ausflug mit meiner kleinen Schwester. Dafür ist Familie da. Ach, ich vermisse Papa. Und Hagen auch. Geht mir auch so. Und ich bin mir sicher, Hagen würde diesem Juri richtig eins auf die Fresse geben dafür, dass er dir so einen Ärger macht. Weißt du, eigentlich ist gar nicht Juri das Problem, sondern ich selbst. In 2 Tagen, da ist die wichtigste Show meiner bisherigen Karriere.
Die Zukunft unserer Firma hängt davon ab. Das erste Mal mit 2 Designern und 2 Linien. Und plötzlich halte ich diesen Druck nicht mehr aus. Was verlangst du da eigentlich von dir? Ein bisschen Nervosität ist doch vollkommen normal. Ich bin nicht nervös. Ich habe ein totales Blackout. Alles, was ich mache, stelle ich in Frage. Nicht du stellst alles in Frage, du glaubst, dass die anderen das tun. Das ist das Problem. Man beobachtet sich selbst doch schon kritisch genug. Da muss man sich doch nicht auch noch vorstellen, dass die anderen das machen. So wie dieser Juri zum Beispiel. Wie kann ich das abschalten? Ich glaube, du musst alles durch meine Augen sehen. Weißt du, was ich denke, wenn ich deine Arbeiten sehe? Hm? Ich denke dann, das hat meine kleine Schwester gezeichnet. Dieselbe kleine Schwester, die damals schon genau wusste, welche Klamotten man tragen muss, um richtig cool auszusehen. Und jetzt schickt sie ihre Mode über die Laufstege dieser Welt und alle reißen sich drum. Denkst du das wirklich? Das denken alle. Oder was glaubst du, warum die Menschen einen Haufen Kohle in die Hand nehmen, um LCL zu tragen? Und Tanja denkt das auch. Lass dich von ihr nicht klein machen. Ihr gefällt doch nur das Gefühl, Macht über dich zu haben. Lass dich gar nicht erst drauf ein. Danke. Irgendwie bin ich auch ganz froh, dass nicht Juri das eigentliche Problem ist. Keine Sorge, ich hätte nicht von dir verlangt, dass du ihm eine reinhaust. Für dich hätte ich das gemacht. Ich weiß. Ansgar sprachlos. Das kommt nicht oft vor. Tristan hat mir ja schon viel von ihm erzählt, aber ehrlich gesagt habe ich immer geglaubt, dass es nicht ganz so schlimm ist. Na, schön wär's. Darf ich Sie mal was fragen? Ja, natürlich, bitte. Tristan hat mir erzählt, dass Sie auch nicht auf dem Schloss groß geworden sind. Ja, aber wie geht es Ihnen denn dann hier mit diesen ganzen Regeln und diesem Bedientwerden? Danke. Und dann so einem Großkotz wie Ansgar. Och, kann sich schon daran gewöhnen. Schließlich hat es ja auch sehr angenehme Seiten. Und solange Ludwigs Kinder mich unterstützen, da kann ich Ansgar ganz gut ausblenden. Zeitweise zumindest. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Nein, nein, Bella. Sie sind die Tochter meiner besten Freundin. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und nicht nur, weil Sie Ansgar Paroli bieten. Aber überhaupt, wie geht's denn Charlie mit den gravierenden Veränderungen in ihrem Leben? Ach, gut. Also ich glaube, Sie und Frank sind gerade noch dabei, die Grenze zwischen Stilmix und Geschmack zu finden, aber es geht Ihnen gut. Das kann ich mir lieber vorstellen, mein Charlie. Da ist sie eigen. Oh ja, aber Frank auch. Ich meine, denken wir mal nur an seine 3 Heiratsanträge, oder? Ja, aber es ist doch schön, dass Sie Ihr Glück gefunden haben, nicht wahr? Sehr schön. Ihr Umzug hat mich allerdings jetzt doch überrascht. Auf einmal so schnell? Na ja, gut, die beiden wollen heiraten. Da ist es doch normal, dass man zusammenzieht. Nein, 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 ich spreche von Ihnen. Und Tristan, als Tristan mir erzählt hat, dass Sie hier einziehen wollen, da war ich, wie gesagt, sehr überrascht. Das hat er gesagt? Würde das auch ganz kurzfristig gehen? Super. Gut, dann melden wir uns bei Ihnen, ja? Danke. Wiederhören. Ja, alles erledigt. Die ist wirklich perfekt. Ja, ist eine echte Schönheit mit Traummaßen. Und die hat natürlich nicht nur rein zufällig gewisse Ähnlichkeit mit der echten Jessica S. aus D. Kann schon sein. Aber mit der kann sie natürlich nicht mithalten. Ja, dann können wir jetzt nach Hause gehen und du kannst deinen Fuß hochlegen. Ja. Das passt ja perfekt. Einen Moment kurz, ja? Hey, Rebecca. Jessica, von deinem Unfall gehört. Wie geht's dir denn? Oh, soweit ganz gut. Ich habe diese ganzen Ordner da durchgeforstet und ich glaube, ich habe den perfekten Ersatz für mich gefunden. Erst mal sehen. Ja, sehr gut. Dann soll Kim gleich mal checken, ob sie Zeit hat. Ist schon erledigt, sie. Kann jederzeit zum Fitting kommen. Hey, gute Arbeit, Jessica. Danke. Du solltest aber, glaube ich, trotzdem besser nach Hause, schon aus versicherungstechnischen Gründen. Ja, schon klar. Bin schon auf dem Weg. Beim nächsten Mal bist du wieder als Model dabei. Hm? Hey! Super!
Beim Decken einer Tafel kommt es auf den Millimeter an. Ja. Na? Justus, Sie können sich Ihre Papiere abholen. Und erwarten Sie nur nicht, dass ich Ihnen ein Zeugnis ausstellen werde. Aber warum? Ich verstehe nicht. Die Gabel. Die Gabel? Korrekt, die Gabel. Sie lag einen ganzen Millimeter zu weit rechts. Ich habe es nachgemessen. Und ich weiß nicht, wie ich mit dieser Schande leben soll. Nun, ich will nicht so sein und gebe Ihnen die Möglichkeit eines würdevollen Abgangs. Die Handfeuerwaffen finden Sie im Tresor. Danke. Ist alles nach deinem Geschmack, Liebes? Ganz köstlich. Danke, mein Liebster. Wenn Sie gestatten, Frau Jakob, das wäre zukünftig Ihr Platz. Ja, danke. Oh, wünschen Sie noch etwas? Nein, eigentlich nicht. Hören Sie, ich weiß, dass Sie es sich gemütlich machen wollen, aber die Herrschaften pflegen zu den Mahlzeiten in weniger legerer Kleidung zu erscheinen. Natürlich. Danke, Herr Stiel. Justus, bitte. Und? Triffst du dich heute Abend mit deinem Lover? Ja, ich bin so aufgeregt. Ich freue mich schon voll. Wie heißt du nochmal? Kim? Warte mal bitte. Wegen der Auswahl des Ersatzmodels. Jessica hat es an sich gerissen, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Ja, aber genau so muss es hier laufen. Sie hat einen perfekten Ersatz gefunden und wir haben sogar schon eine Zusage. Beim nächsten Mal erwarte ich das von dir. Und jetzt besorg mir bitte die Stoffe aus dem Lager mit dem passenden Garn, ja? Und zwar pronto. Ja. Ach, und in Zukunft möchte ich, dass du deinen Job machst, ja? Ohne, dass ich dich immer dazu auffordern muss. Klar. Willst du vielleicht noch irgendwas? Wasser, Kaffee oder... Nein, einfach nur die Stoffe, um die ich dich gebeten habe. Hey, wir hatten eine Abmachung. Du solltest im Bett auf mich warten. Ja, aber den ganzen Tag nur rumliegen, das ist echt nicht mein Ding. Und was hast du stattdessen getrieben? Lass mich raten, du hast das Personal dazu aufgerufen, sich zu organisieren. Genau, ab morgen wird hier alles bestreikt. Ja, tut mir leid, hat alles noch ein bisschen länger gedauert als eigentlich geplant. Es war ja nicht langweilig. Also, irgendwas hast du doch. Hat Ansgar dich wieder doof angemacht? Er hat's versucht. Also, ich wollte dich eigentlich überreden, noch ein bisschen länger zu bleiben. Und zwar hiermit. Ein Geschenk? Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? It's been years since we carved our names on a clock tower door before everything changed. We were big-eyed boys with the salt on our skin. Throw our kites to the wind, and they fly on and on and on and on. Du schenkst mir einen Schlüssel? Ich meine, wie kommst du auf die Idee, dass ich hier einziehen will? Wie kommst du auf die Idee, dass ich will, dass du hier einziehst? Wie, dann heißt das nicht? Das ist ein symbolischer Schlüssel. Ich habe dem Security-Personal Bescheid gegeben, dass sie dich jederzeit durchlassen sollen. Also das heißt, wenn du mal ein bisschen Abstand von Charlie und Helmke brauchst oder falls du einfach nur Sehnsucht nach mir hast, bist du jederzeit herzlich willkommen. Was
nicht bedeutet, dass du hier einziehen sollst. Oh. Na also, Versteh mich bitte nicht falsch. Ich habe mich heute nur den ganzen Tag gefragt, wie das wäre, wenn ich hier wohnen müsste. und? Ja, ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, wie du das aushältst. Ach so, du meinst, weil es uns Adligen ja im Blut liegt, bedient zu werden, während der Pöbel sich draußen die Finger blutig schuftet. Ja, weil ihr Adligen alle einen an der Waffel habt. Gib's zu, du hast den Hauch von Luxus hier genossen. Weißt du, was mich vielleicht dazu bringen könnte, hier einzuziehen? Der Billardtisch. Der Mega-Chips-Vorrat, den Justus da unten für euch bereithält. Started something thought could be fun. Started something couldn't go on. Danger, heartache, I was new. There's no winner in this game. Und? Bist du fertig? Gerade eben. Dann hast du den Entwurf Tanja noch nicht gezeigt? Nein, aber er ist super geworden. Sie wird ihn lieben. Hey, du hast es geschafft. Jetzt entspann dich, denk an was anderes, bis Tanja Zeit hat. Ich rufe dich an, wenn ich mehr weiß, ja? Ciao. Okay, bis später. Tschüss. Rebecca, warum nicht gleich so? Das heißt, es gefällt dir? Absolut. Und sogar ein Brautkleid. Das Kleid, das hat was ganz Eigenes. Es verkörpert den Stil und die Eleganz eines klassischen LCL-Entwurfs. Du hast dem Kleid ja sogar einen Namen gegeben, Kate? Katie ist eine Freundin von mir. Naja, sie wird sich irre freuen, wenn du ihr ein Feedback zu ihrer Mappe geben könntest. Klar, kein Problem. Danke. Du hast es geschafft, Rebecca. Das ist unser Kleid. To